Ja, willkommen zurück, meine Freunde, zu Vampyr. Ja, und ich finde es jetzt sehr gut, dass ich jetzt nicht mehr meine Parts benenne mit Part 1, Part 2, Part 3, Part 4, Part 5 oder Part 6. Sondern das kann ich ja machen, wenn ich die hochlade. Benenne ich die ja so. Ist ja ein Let's Play. Aber ich muss das nicht immer hier sagen. Ich sag dann einfach, willkommen zum neuen Part oder irgendwie so. Habe ich mir jetzt überlegt. So, sprechen wir mal im Krankenhaus mit Milton. Das ist, glaube ich, der... Good evening, sir. Good evening. I'm Dr. Jonathan Reed. I'm new here. I've already heard about you, Dr. Reed. I'm Milton Hooks, Milton, the ambulance driver for this shithole of a hospital. That's quite a blunt introduction, Mr. Hooks. You can call me Milton. I like to speak my mind, Dr. Reed. Perk of the job. Don't judge me, and I won't judge you. I'm not sure I understand what you're talking about. Well, I'm no doctor, but I'm pretty sure a gun can't be used as a surgical instrument. You have a keen eye. I learned to shoot during the war and have carried one ever since. Old habits die hard. No need to explain, Dr. Reed. And if you ever need a better gun, remember, I may have something for you. Mhm. Wir leben in London. Oh, ach Gott. Ja, hier gibt es viel zu reden. Muss man sich jetzt mal drauf einstellen. Am Anfang ist ja viel. Man muss die ganzen Leute auch kennenlernen. Wie ist die Lage hier? How is the situation around here? You want to hear the situation is all right? It's fucking awful. Yeah. We lack everything, and it's getting worse every day. Das glaube ich, dass die Lage beschissen ist. Was ist Ihr Beruf hier? So what do you do exactly in this hospital? Apart from smuggling guns, I mean. I've been an ambulance driver since too long, I guess. I bring sick people here night and day. It's a dirty job, but I get it done. Most of the time. Wie ist die gesundheitliche Lage? Since you're on the front line, how is the sanitary situation in this vicinity? It's a complete disaster. It's even getting dangerous to enter some streets or buildings. Even the locals attack you. Sie haben wohl einiges durchgemacht. It sounds like things have been a bit rough recently. What's happened? Yesterday I got attacked by the patient I was bringing here. I escaped through the hospital's garden, but I lost my wallet when I was running. You left an infected patient outside the hospital. That's incredibly dangerous. Go there yourself if you want, but be careful, doctor. I'd rather not bring your dead body back. Okay, geil. Daran habe ich jetzt gar nicht mehr gedacht. Ich kriege ja auch Nebenquests. Eine neue Bürgeruntersuchung ist verfügbar. Drücke um das Menü für das örtliche... Ja genau, hier, Bürgeruntersuchung. Bürgeruntersuchungen werden hier nach Bezirk sortiert angezeigt. Ja, und die Nebenmissionen möchte ich auch alle machen. Du kannst eine neue Bürgermission beginnen, indem du sie mit Viereck verfolgst und eine Karte aufrufst, um sie zu erforschen und die Gegend zu bestimmen. Okay. Dann markiere ich mir das mal direkt. So, Details. Milton Hooks oder so, der Krankenwagenfahrer des Brainbock Hospital, erzählte, er wurde während seiner Fahrt zum Krankenhaus von einem Patienten angegriffen. Er musste durch den Garten der Einrichtung fliehen, hat allerdings seine Geldbörse verloren. Der Angreifer muss recht brutal gewesen sein, denn Milton weigert sich zurückzugehen. Vielleicht sollte ich mir den Garten anschauen oder herausfinden, was dort vor sich geht. Machen wir gerne. Oder helfen tue ich hier gerne. So. Mal das. Waffen schmuggeln? Are you really smuggling weapons through the hospital? And why not? I've already been attacked by patients, you know. And by gang members willing to steal my money. Ja, You're eben. defending yourself. You're selling guns to civilians. You keep people alive your own way, doctor. I offer them another way to protect their health. Das ist ja hier die spanische Grippe. Ja, oder was ist, wenn Vampire da hinkommen und die angreifen? Müssen sie sich schon verteidigen. Da sind ja überall Patienten. Die können sich ja nicht mal verteidigen. So, hier Medizin. Also, der ist noch gesund. Hat 3 Hinweise. Und dafür brauche ich die Stufe 2 für ihn. Mache ich aber erst, wenn ich alles erledigt habe. Nebenmissionen, Hinweise, habe ich schon mal gesagt.
Was? Das habe ich schon. Persönliche Fragen. Geht noch gar nichts. Das wäre für die 4 Hinweise hier. Einen Hinweis kriege ich dann bestimmt, wenn ich hier seine Geldbörse zurückbringe und mit seiner Frau rede. Die ist nämlich auch hier im Krankenhaus. Und nein, keine Patientin. I'd like to see your goods. Wise choice, Dr. Reed. A reliable gun is what everybody needs. Nee, eine Schusswaffe brauche ich nicht. Hier, Miltons Schrotflinte. Patronen, Schrotpatronen, gewöhnlichen Griffs. Kleiner Teil des gewöhnlichen Griffs. Aluminiumpulver. Hier muss man auch gleich gucken, was ich für Erschöpfung brauche. Also dieses Medikament, was ich da herstellen muss für den einen. Okay, das war's dann. Wollte nur mal gucken. I thought last summer's epidemic was different. Mal eben nochmal nachschauen. Wo war denn das? Nee. Der ist nämlich gesund. Das ganze Viertel ist noch gesund. Hier. Ja, aber da sehe ich nicht, was ich da brauche. Ach, das sehe ich nur bei einem Tisch, glaube ich, ne? Ah. Must prove what we are capable of. It is now or never. Schon mal 2 Ärzte oder Ärztin, eine Ärztin, ein Arzt. Hallo. Good evening, nurse. I'm Dr. Jonathan Reed, the new surgeon here at the Pembroke. Dr. Swansea has already told us about you, sir. I'm Nurse Gwyneth Brannigan. Welcome to the Pembroke Hospital. Did he really? It's a good thing I wasn't hoping to keep a low profile. All members of staff have already read about your new blood transfusion technique. Dr. Swansea made sure of that. I see. Well, I'm a little surprised, but I suppose I'll just have to deal with this unexpected notoriety. You must know, blood transfusions are Dr. Swansea's primary subject of research. He is convinced it is the future. Wir leben in London. Wie ist die Lage hier? How are things here? Not good, to say the least. We're struggling against an invisible enemy, more lethal than any bullet from a gun. It's hard, Doctor. Glaube ich. Der unsichtbare Feind. An invisible enemy. Quite a poetic term for a disease, especially from a nurse. Sorry, Doctor. These last few weeks have been exhausting. We could all do with a good night's sleep. Verstehe ich auch. Die können alle etwas Schlaf gebrauchen. Ja, glaube ich. Könnte das Krankenhaus versagen? Do you think this hospital can survive the epidemic? We are all volunteers here, and we're trying to hold fast, but how do we beat an invisible killer? Some nurses have already resigned. Einige haben bereits gekündigt, ja. Kann ich auch verstehen. Also ich könnte niemals im Krankenhaus arbeiten. Könnte ich nicht. Erzählen Sie mir vom Personal. I'm not familiar with all the staff yet. Perhaps you could help me. Brilliant professionals, most of them. Dr. Swansea has a gift for recruiting talent. Most of them. Is there a problem I should know about, nurse? It would be inappropriate for me to speak ill of a colleague. Sprechen Sie jemanden, der besonders hervorsticht? Is there anyone that stands out? Well, I have never met someone as dedicated as Dr. Tippett. He should be a standard for us all here. If only he were younger. Why should his age be a problem? I guess it's fair to say he's always pushing himself to the limits. He just doesn't know when to stop and get some rest. Das ist nicht gut. Ah, ich habe einen Hinweis bekommen. Sehr schön. Ja, also Dr. Tippett arbeitet bis an seine Grenzen. Und er ist schon etwas älter, ja. Dann kann man sich irgendwann nicht mehr konzentrieren und macht Fehler. Das soll man nicht. Man soll sich auch als Arzt Ruhe gönnen. Also nicht nur die ganze Zeit permanent, ne? Ich weiß nicht, ob ich das sagen soll. Sprechen Sie. Hat sie doch gerade. Ist nett. Mach ich einfach mal. Nurse Brannigan, if you do know something, please tell me. Anything you say will be held in confidence. No,
I may disagree with some conduct, but in the end, everybody is doing their best. Okay. I do the best. Wenigstens habe ich mir keinen Hinweis jetzt verkackt. Ich habe nämlich zuerst die richtige Sache gesagt, Gott sei Dank. Da habe ich noch keinen Hinweis, da sehe ich aber auch welche. Goodbye, nurse. Call me if you need assistance. Ja. Oh, was? Ja, ich habe gerade gedrückt. Ich wollte mir nämlich den Hinweis angucken eigentlich. Hallo? So. Wo haben wir die denn? Ach, da haben wir die beiden. Einen Hinweis haben wir. Korokan strapaziert sich und weigert sich, die Arbeit niederzulegen. Da muss man aber. Kann ich in einer Tour arbeiten? Noch irgendwas mitnehmen hier? Ja. Glasviole. We are overwhelmed by... Dr. Tippets. Good evening, sir. So it is true. The famous Dr. Reed has joined us. I can't think of any better news during these terrible times. Do we know each other? Actually, yes. We met once before at the Rockefeller University in New York. Dr. Tippett, yes, I remember. You remember? I was assisting Professor Carell in his research about coronary bypasses. He had nothing but praise for you. He was also very confident about your future. And look at you now. Eminent surgeon and blood transfusion specialist. Wie ist die Lage hier? What is the Pembroke Hospital situation? And please, speak freely. This hospital is not exactly the best of London. I'm sure you are used to working in a better environment. Oh, das ist wichtig, wenn da so ein Zeichen ist. Die Belegschaft ist wichtiger, es ist überall dasselbe. Ich hatte keine große Wahl. Soll ich den jetzt nehmen? Was wäre denn jetzt richtig? Es ist überall, ja, hier in London ist auf jeden Fall überall dasselbe. It's not exactly the best situation in London either. I can't have expected this hospital to be prepared for what was to come. Don't be misled by appearances, Dr. Reed. This hospital does not lack talented people. It just lacks hope. Gott sei Dank. Ja, aber was ist, wenn ich die anderen Sachen sage? Kann man die auch noch? What is This hospital, It's not. don't be... Nee, leider nicht. Erzählen Sie mir vom Personal. What can you tell me about the staff in the hospital? Some are really good and others are not so good. But during this troubled period, there is no time for slander. I prefer to focus on the positive character traits. Was ist mit der Leitung? Any opinion about the management? I don't always agree with Dr. Swansea's reserve, but I must admit he does all he can to keep this facility running during this crisis. Ah, yes, the burden of command. I was fed up with this concept while serving as a medical officer. Don't get me wrong, Swansea's a good administrator. I just wish he would get out of his office down again. Okay. Verlässt sein Büro kaum. Ja. Menschen, die sich schätzen. Tell me more about cherished people then. Nurse Brannigan is a pearl. She is the most helpful and dedicated nurse I've ever worked with. A clever and cheerful woman. You really seem to admire her skills. Ja. I'll go even further. Och, wieder. If she was a man, she would be a damn fine practitioner. Schon 2 Hinweise jetzt bekommen. Hinweise mit dem grünen Haken sind gut. Mit dem roten X weniger gut. Sie sind erschöpft. You're exhausting yourself, Corcoran. Maybe you should think about preserving your strength. No, we must keep on healing all those poor souls. We are the last rampart before chaos. Once more unto the breach. Macht sich Sorgen. Das sage ich nicht, dann würde ich sie damit verraten. Und dann sagt er, ja, ich muss mal mit ihr sprechen. Ich will sie ja jetzt auch nicht verraten. Sie müssen sich nichts beweisen, sie verhalten sich Verantwortung. Ja, hier. You've nothing to prove, Dr. Tippett, to anybody, and we all praise your experience. Please have some rest. I am perfectly fine and I am not too old for this job. Ja, kann sein. Weil jeder braucht mal Ruhe. Goodbye, Dr. Tippett.
Goodbye. Hätte ich mir jetzt auch was verkacken können, wenn ich irgendeine andere Antwort gewählt hätte. Müssen wir mal eben gucken, was das für Hinweise waren. Ja, will ich alles wissen. Drucker ist überzeugt, dass Gineve Bergan als Schwester überqualifiziert ist. Ach. Steht bei ihr. Da gibt es nämlich nur 3 Hinweise. Ist laut Coron Tippett als Schwester überqualifiziert. Weiß nicht. Ist sie das? Ja, ne? Good evening, Nurse Brannigan. Good evening, Doctor. Tippett hat sie gelobt. Why does Dr. Tippett claim you're the main reason he keeps working, despite his fatigue? If it wasn't for him, I probably would have left the Pembroke years ago. Dr. Tippett does not think of you as just a nurse anymore, does he? If you're suggesting he's not taking my gender into consideration when it comes to medical practice and knowledge, I really hope he doesn't. Goodbye, nurse. Call me if you need assistance. Ja, da hat sie gelobt. Das ist aber was Schönes. Ich will immer mal wieder hier hingehen, weil es gibt so verschiedene Punkte, wo ich jetzt nicht weiß, wann das kommt. Dann muss ich hier diese Sicht aktivieren, da kommt hier so ein roter Kreis. Da musst du dich hinstellen und lauschen, dann kriegst du auch Hinweise. Aber das habe ich nicht immer geschafft. The Pembroke is so lucky to have Dr. Reed, you know. I met him in New York once. If only there were more of us, with less resignation and more determination. I know I can count on you. I wish I could say the same for the others. You look exhausted. You're pushing yourself too hard. You don't have to bear the burdens of this hospital. Moment, das ist Pippa, das ist die Frau von Milton übrigens. Good evening, nurse. Good evening, Doctor. I don't think we've been introduced yet. My name is Pippa Hawkins. And I'm Dr. Jonathan Reed. Dr. Swansea has recently offered me a position in this hospital. Well, it's a euphemism that your help will be appreciated, Doctor. Wie ist die Lage hier? How would you describe the situation at the Pembroke Hospital? It's serious. The flu is wreaking havoc amongst the staff and patients. We are running out of everything. Die spanische Grippe wird nicht ewig andauern. Nurse Hawkins, the Spanish flu won't last forever. Even the Black Plague didn't kill everyone. I wish I could believe you. But what if this epidemic was worse? What if in the end, nobody was spared? Doch. Na, das will ich jetzt nicht sagen. Reißen Sie sich zusammen. Könnte ich mir einen Hinweis verkacken? Könnte ich. Weiß ich jetzt nicht. Aber will ich auch gar nicht herausfinden. Wie lange sind Sie bereits Krankenschwester? How long have you been a nurse? Or long enough to see that the epidemic is winning. And no matter how qualified you are, don't tell me you'll change that. Ja, man muss aber immer Hoffnung haben. Also jede Epidemie endet irgendwann. Auch die spanische Grippe hat irgendwann mal geendet. Ja, Sie haben recht. Mir gefällt Ihre Entscheidung nicht. Ja, Sie werden überrascht. You'd be surprised what dedication can achieve, Nurse Hawkins. In medicine, sometimes we're just a test result away from a miracle. Sorry, Doctor. I don't want to sound bitter, but I'm just too tired to give a pep talk like Nurse Brannigan. Ah, okay. Wie kommt das Personal zurecht? How is the Pembroke staff coping with the epidemic? Well, not well. Milton, the ambulance driver, is even more grumpy than usual, especially concerning doctors. Warum hat Milton so schlechte Laune? Why is Milton grumpy on a daily basis? Is it just an act? Milton's not the kind of man who's bothered about a bad reputation, whether he deserved it or not. Aha. Und einen Hinweis bekommen von seiner Frau. Wieso gerade etwas gegen Ärzte? Why does Milton dislike doctors? I don't know. Just ask him. But be warned,
Milton is not the chatty type. Ja. Und da haben wir noch keinen Hinweis. Okay. Goodbye, Nurse Hawkins. So, was haben wir denn da? Nee, bei ihr noch nicht. Bei ihm. Bei ihm doch, oder? Ja. Miltons Ruf unter seinen Kollegen ist eher mittelprächtig. Ja, was willst du hier erwarten? Ein Krankenhaus, ist nicht jeder so freudig? Wäre ich auch nicht. Ah, das steht da ja. Vielleicht können wir noch mal reden. Good evening, Milton. Good evening, Doctor. Still trying to save lives? Ja, da geht nichts. Ich habe einen Hinweis bekommen. Ah, ihr verzweifelter Ruf. Ihr zweifelhafter Ruf, achso. Why do you have such a mediocre reputation among your colleagues, Milton? Fuck them. Nobody knows the horrors I've seen since working here. This city was sick long before the epidemic, Dr. Reed. I know it's a difficult task, but correct me if I'm wrong. Is this not the job you are paid to do? I've seen babies left to die while their brothers were properly fed. Ach, Underage Scheiße. girls and boys sold to all manner of perverts. I'm sorry, I don't know what to say. Ja. Yeah, exactly. We lack words. Ja, das wusste er nicht. So excuse me if I don't look on the bright side of life. Alter, der hat Säuglinge vor seinen Augen verhungern gesehen. Krass, ey. Ja, das wusste der Jonathan nicht. Ja. Sollte man niemanden voreilig beurteilen. Ne? Sowas ist echt krass. Goodbye, Milton. So, Dr. jetzt sind Swansea wir. is right. Jo, This place seems perfect to conduct my research. genau. Jetzt sind wir endlich mal drinne hier. Ne? Liegt da was? So geglänzt gerade. Ne? I wish I could be sick again. My blood boil with the fever. Daily routine. Daher. Da will man alles anschauen. Was ist das denn? Husten Sie nicht in der Öffentlichkeit. Verhindern Sie Ansteckung. Unbedachtes Spucken, Schneuzen und Husten verbreitet die Grippe. Die verbreitet sich durch Tröpfchen aus der Nase und Rachen. Husten Sie nicht in der Öffentlichkeit. Ah, könnte auch Corona sein. Jetzt ist aber nicht. So. It's locked. Ah ja. Da brauche ich einen Schlüssel von ihr. Das ist Pippas. Nee. Ich mache erstmal ein Krankenhaus hier fertig. Und hier I noch. have wasted too much energy for so little result. Noch zwei Sachen. Fear and disgust on every street corner. Sammelobjekt. Ach du Scheiße, was ist das denn? Über den Gebrauch von Knoblauch und Holz fehlen. Geschätzte Brüder, ich will eure Aufmerksamkeit auf einen sehr wichtigen Punkt lenken. Den Gebrauch von Knoblauch zur Abwehr von Vampiren seien wir diesbezüglich ganz deutlich. Knoblauch wird uns niemals gegen die Kreaturen beschützen. Es ist egal, wie frisch und stark oder stinkend er ist. Knoblauch ist als Verteidigung völlig nutzlos. Ich kann nicht genug betonen, wie schädlich dieser Roman von Bram Stoker war. Und ja, natürlich liegt die Bevölkerung slawischen
slawischen oder was? Ländern Knoblauch zählen in die Särge. Ja, diesen Ort zu berichten. Und ich werde. Ja, die Bewohner der Insel Santorin. Oh, ich habe falsch gelesen. Ja, so viel ist, dann überlese ich Sachen. Hängen Knoblauch in die Fenster. Es gäbe so viel über diesen Orten zu berichten. Und ich werde hoffentlich bald zurückkehren und die okkulten Bräuche dort erforschen. Doch macht man dies nicht, um die Lebenden vor dem Teufel zu bewahren. Die Toten sollen sich so ihre Bosheit bewusst werden. Es ist ein Zeichen, nicht mehr, nicht weniger. Darum ja, inbrünstig ja, tragt, zeigt, hängt Knoblauch auf und zeigt den Schatten, dass ihr keine Furcht kennt. Doch wenn ihr nachts übernatürlichen Schutz sucht, so müsst ihr viel tiefer in den vergessenen Geheimnissen der okkulten Bräuche suchen. Hier liegt die Wahrheit, meine Brüder. Knoblauch vertreibt Vampire nicht. Aber alle frischen Pflanzen verletzen sie. Es ist, als könnten ihre Körper die Berührung mit botanischen Elementen nicht verkraften. Ich habe gesehen, wie ein wilder Wulpe davonlief, als man ihn mit einer Rose schlug. Und, einer einfachen Rose. Ich habe einen gewalttätigen Eckon zu Boden gehen und um Gnade flehen sehen, als man ihn mit einem Holzpfahl traf. Ich weiß nicht, wieso es so effektiv ist, und ich würde meinen linken Arm hergeben, um die Antwort auf dieses Rätsel zu finden. Aber es bleibt trotzdem eine Tatsache, dass Vampire sehr empfindlich auf frische Kräuter, Pflanzen und Hölzer reagieren. Aus Im Angesicht der Schatten, wie und warum von Usa Taldre Prisma von St. Paulus. Aha. The daily routine. Ja, ich lese hier alles. Alles interessant. So, der erste Patient, hallo. Good evening, sir. Thomas heißt der, Can glaube I ich. help you? Unless you're here to fix my face. No. I don't think you can help me. I'm Dr. Okay. Reed. Oh, God. I've recently taken the position of head surgeon here. Sein Gesicht, warte mal, War das sieht. injuries, am I right? You guessed right, Doctor. German shell took my pretty little mug right off. Thomas But they Edward. still call me Thomas Elwood. Von seinem Gesicht sieht das so aus, als wäre der einer von Outlast. So ein bisschen. Wie gefällt es Ihnen bei uns? How is your stay with us, Mr. Elwood? Oh, it's bliss. I just escaped death in the trenches to be surrounded again by the moans of the dying. Can I ask you precisely why you're a patient here? It's the pain, sir. The drugs don't work. It just hurts under the scars, if you get my drift. Wer behandelt Sie? Who is treating you? Is someone in particular looking after your case? Nobody since the old and tired doctor spoke to me. Started to think I was forgotten about. Won't blame you. You don't seem worried by that. My face hurts so much more when I smile or cry. I've learned it's easier not to speak. But be assured I'm smiling inside. Das ist Dr. Tippett, der sich um ihn kümmert, der aber gerade nicht so aussieht. Kann ich etwas tun? Can I do anything for your pain? Nurses gave me a bunch of pills. No effect. Told you. It's like the flames are under my skin, burning away. Mit Feuer unter seiner Haut. Es tut am meisten weh bei ihm sein Gesicht, wenn er lacht oder weint. Ja, auch scheiße. Haben Sie lange gedient? Where were you stationed, sir? Did you serve for long? I really don't want to talk about all this shit. No offense. I was pushing too much. I served in France myself. I just wanted to know what happened to you. You were an officer, weren't you? Then I doubt we fought the same war, sir. No offense. Für den gibt es 3 Hinweise. Goodbye for now, Mr. Elwood.
Disgust Too on much every energy for street so little corner. result. The daily routine. Ach, guck mal, wer hier ist. Good evening, Mr. Hampton. How do you feel? Dr. Reed, is it? Oh, sir, I must apologise for my behaviour. What do you mean? I was not myself in the factory. Fear and exhaustion made me say awful things to you, I'm afraid. You remained perfectly nice and polite. A little delirious, perhaps. But who wouldn't be after enduring an abduction? Thank you, Doctor. That's a relief. Now all I need to do is rest and return to my flock. Schäfchen? Er muss zu seinen Schäfchen zurückkehren. Sie waren in William Bischofs Versteck. How did you end up in William Bishop's den? I had received alarming news about his recent behaviour. I went to his place and he refused to let me go. Warum hat er sie entführt? Why did he abduct you? William was an alcoholic. His addiction suddenly changed to blood. I don't know why. Just like a patient I met here. This Miss Hawcroft. Sie sind ein Held oder ein Narr? You dared to enter this awful place alone. You're a hero, Mr. Hampton. Or a fool. I'm just a man trying to help his friends, Dr. Reed. William Bishop was a conflicted soul searching for light. Ja, William Bishop war ein Skull. Über Tom Watts. Do you know Tom Watts, the bartender from the Turtle? I met him before I found you in the canning factory. Tom? Yes, of course. Always the helping hand, good old Tom. Without men like him, corruption and despair would have wiped out the East End long ago. Okay. People are still in despair. How could it be otherwise? The authorities have left us all to rot in this contagious nightmare. No drugs, no advice, nothing. It's a damn shame. Ja. Korruption. Who should I avoid in this part of town then? Any particularly evil figures? Not really. Most men and women are just doing their best. And it's not my habit to speak ill of people I know, Doctor. Die Lage an den East End Docks. What is the general situation in the East End docks? The situation has always been tough, with a lot of tensions between the gangs and the Dockers Trade Union. The Wet Boot Boys are very nervous since they lost their leader. Bad Boo Boys oder wie die heißen. Das ist so eine Gang. Da gibt es überall, ne? Wer führt diese Gang jetzt an? Who leads the gang now? Since Clay Cox went missing, it's his wife Edwina who runs the show, with the assistance of her minion, Booth Dick. Clay Cox müsste eigentlich hier sein. Den habe ich gestern gerettet. Ich habe ihn aber noch nicht gefunden. Ach doch, der müsste draußen irgendwo rumsitzen. Muss gleich mal gucken. Hat die Gang sie bedroht? Has the gang been threatening you? Ah, no. I've had this nickname for so long, you know, the sad saint of the East End. No one dares to bug a saint, not even criminals. Nicht mal Kriminelle. Ja, da braucht er sich keine Sorgen machen. Was machen Sie beruflich? What do you do for a living, Mr. Hampton? I can't help but notice the cross around your neck. I manage a night asylum for the poor and homeless of the docks, and I try to guide the lost and hesitant on the right path to our Lord. Sie sind ein Priester? Are you a priest, Mr. Hampton? A deacon, maybe? Not at all, Doctor. I'm just a man of faith willing to preach the good word. Das Kreuz gegen William Bishop einsetzen, hätte er machen können. Why didn't you use your cross against William Bishop? To repel him somehow? That's a very strange question, Doctor. A cross is no magical token, if that's what you were trying to say. Not mine, anyway. Ja, ein Kreuz jetzt nicht, aber ein Kruzifix. Das schon, aber nicht jedes Kreuz ist ein Kruzifix, oder? Ich weiß es nicht. Wie fühlen Sie sich? How do you feel, Mr. Hampton? Medically speaking, I mean. I feel exhausted. Beyond exhaustion, actually. William drank so much of my blood in his madness. I feel empty. You're in good hands here. Dr. Swansea is well versed in blood transfusion, and I'm sure he'll take the best care of you. Thank you, sir. I believe all I need is rest, and then I can go back to the people who need me. Schon Freunde gefunden? Have you made friends since you arrived? Not really, but I recognize Miss Harriet Jones.
I knew her when she lived by the docks. That poor woman had such a miserable life. You never came to see her here at Pembroke. Receiving visits when sick can be an important part of the healing process, you know. We're not just bodies. You're preaching to the converted now, Doctor. To be truly honest, I thought she was dead. She left the docks many months ago. Ja, Harriet, die Goodbye, habe Mr. ich noch nicht gesehen. We'll talk again later. Die werde ich auch noch nicht kennenlernen. Die ist hier drin und die Tür ist abgeschlossen. So, erstmal mit der einen, da möchte ich noch gerne reden, die da saß. Mit der habe ich auch noch nicht geredet, aber erstmal, was interessiert mich? Clay Cox. Just a dozen years or so. Müsste eigentlich hier irgendwo sein. Irgendwo sitzen. Hier eigentlich. Oder so. Haben die den immer noch nicht geholt oder was? Kann ihn ja auch? Ja, ne, haben sie nicht. Alter, der sitzt da unten immer noch. Wieso holt die den nicht? Dorothy, die sollte den holen. Hat er am Anfang gesagt, der Jonathan Reed, dass da unten jemand sitzt. Dass mal wenigstens einer holen. Der würde nämlich dann hier sitzen, auf dem Sessel. Lassen die den einfach da unten sitzen. Gibt's ja gar nicht. Ja, ich kann ihn leider nicht holen, dann hätte ich jetzt längst gemacht. So, das wird auch lustig hier wie ihr. Hallo. Good evening, Miss. I'm Dr. Reed, the new surgeon at the Pembroke Hospital. And who are you? Your name has no meaning to me, mortal. You're nothing but dust blown by the winds of eternity. I beg your pardon. What are you begging for, mortal? My clemency? Well, tonight maybe I'm inclined to mercy. You'll never forget the night you met Thelma Howcroft. You keep calling me mortal. Why is that? And if I'm mortal, what are you? Well, Dr. Reed, if you must know, I'm a vampire. Das glaube ich nicht, dass du ein Vampire bist, ein Vampir. Die sind eine Vampirin? Ja, das heißt nicht Vampirin. Vampir heißt doch immer Vampir. Vampir, Vampir, ob Frau oder Mann oder nicht. And why do you believe you're a vampire? I don't need to believe anything. It is what I am. It is what I feel within this hollow shell of flesh. Fleisch. Hallo, sind auch Fleisch. Beschreiben Sie mir dieses Gefühl. Please, describe to me how you feel. What is it like to be a vampire? I can hear my body crumble from the inside as my flesh cracks and fades. I sense the last pulse of pustulant blood within my drying veins. I need new blood. Haben Sie je von Cotard-Syndrom gehört? Also ich noch nie. I see. Sie. Have you ever heard of Cotard syndrome, Miss Howcroft? Never. It's a mental illness discovered by a French neurologist named Jules Cotard. The affected patients are delusional. They believe that they are putrefying, that they are dead, a ghost or a ghoul, or in your case, a vampire. Delusional, you say? Ja, klar. Oh, sad and Ah. immortal. You can't even begin to understand the concept of immortality. And you think it is I who am delusional. Das kann natürlich sein, dass die kein Vampir ist, sondern dieses Syndrom hat. Dass die denkt, die ist eine. Kann sein. Sind Sie eine Patientin? I'm assuming you must be a patient here. Am I right, Miss Howcroft? It's only a cover. To hide from my enemies. I can leave whenever I want. As a woman, a spirit, fog or bat. Fledermaus? Wird ja noch besser. Bat. Ihre Feinde, wer sind die? Who are these enemies you mentioned? Can you describe them? I cannot say for sure. But I sense their eyes on me from nearby. I feel them watching me every time I visit the garden near the morgue. Wir kümmern uns um sie. The staff here are not your enemy. They're here to help you, to care for you.
I'm not speaking of the doctors in white. I'm speaking of the men and women who hunt me. For I am a vampire. I see. Okay. Don't worry. These people will not find you here. I'll personally make sure they leave you alone. Thank you, mortal. But do not interfere with them, for you are no match for those that hunt me. Doch, kann ich. Und neue Untersuchung, neue Nebenmission. Also diese Vampirjäger, die wird von denen beobachtet. Die ist aber kein Vampir. Wenn die glauben, die ist ein I'll leave Vampir, you, Mistress of the Dark, irren die to your sich. nocturnal activities. Die ist kein Vampir. Alter, was? Dafür kriege ich auch Punkte. Um mit denen zu reden oder was? Um Hinweise zu bekommen. Ich habe schon 1035. Das habe ich gar nicht gewusst, dass ich dafür auch Punkte kriege. So, wo haben wir dich denn da? Thelma leidet unter dem, ja, habe ich mir schon gedacht, unter dem Cortat-Syndrom und glaubt, sie sei eine Vampirin. Ist sie aber nicht. Aber sie denkt das hier. Da gibt es hier noch irgendwo einen anderen Weg, ne? Hier, genau, hier war ich auch noch nicht gucken. Ja. Hier und hierher, das hebe ich mir beim nächsten Mal auf. Ich möchte nämlich heute noch andere Sachen aufnehmen, nicht nur der Vampire. Okay. Und sie steht hier rum, guck mal. Sie sollte Kay Cox holen. Mann. Okay. Hier ist aber erstmal Schluss. Ich hoffe, ich setze dann genau hier wieder an. Hoffe ich einfach.